Manche Handlungen sind so tief im muslimischen Alltag verankert, dass kaum jemand sie hinterfragt. Eine davon ist das Streichen der Hände über das Gesicht nach dem Dua. Aber ist es wirklich Sunnah oder nur kulturelle Gewohnheit? Und wie urteilen die Gelehrten darüber? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Im Moment des Dua erhebt der Gläubige seine Hände zum Himmel. Eine Geste der Hoffnung und der Demut, der Nähe zu Allah. Doch sobald das Bittgebet beendet ist, folgt oft eine zweite Bewegung. Die Hände werden über das Gesicht gestrichen. Viele tun es aus Liebe, aus Gewohnheit oder dem Wunsch, der Sunnah zu folgen. Aber wie bewerten Koran, Sunnah und die Gelehrten dieses Verhalten? Im Koran finden wir keinen direkten Vers, der uns vorschreibt, wie genau ein Dua beendet werden soll. Auch wenn der Koran mehrfach das Bittgebet erwähnt, etwa in Surah Al-Baqarah. Wenn dich meine Diener nach mir fragen, ich bin nahe, ich erhöhe den Ruf des Rufenden, wenn er mich ruft. So bleibt die äußere Form weitgehend offen. Und genau hier kommt die Sunna des Propheten ins Spiel. Zwei Überlieferungen bilden die Grundlage für die Praxis des Händeüberstreichens nach dem Dua. Die erste stammt von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. In ihr heißt es, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam habe seine Hände erst dann gesenkt, nachdem er sie über sein Gesicht gestrichen hatte. Überliefert wird dies unter anderem bei Abu Dawud und Al-Hakim. Die zweite Überlieferung geht auf Ibn Abbas radiallahu anhu. Er sagte, wenn du Allah bittest, dann tu es mit der Handinnenfläche und wenn du fertig bist, streiche sie über dein Gesicht. Dieser Hadith befindet sich bei Ibn Majah. Doch beide Überlieferungen gelten unter klassischen Hadith-Gelehrten als schwach, also da'if, unter anderem wegen Unsicherheiten in der Überlieferungskette. Der Hadith von Omar enthält einen Überlieferer namens Sa'id ibn al-Zubayr, der in dieser Überlieferung als problematisch eingestuft wurde. Auch bei Ibn Abbas fehlt eine klare Verbindung in der Kette. Allerdings gibt es im Hadithwissen ein Prinzip, das sogenannte Tawatur Ma'anawi, sinngemäße Mehrfachüberlieferungen. Wenn mehrere schwache Überlieferungen unabhängig voneinander denselben Inhalt überliefern und sie keine gravierenden Widersprüche enthalten, können sie sich gegenseitig stützen. Genau das argumentieren spätere Gelehrten wie Imam al-Nawawi, as-Suyuti oder auch Ibn Hajar. Für sie reichten diese kombinierten Berichte aus, um die Handlung in den Bereichen des erlaubten Brauches Mubah oder der empfohlenen Sunnah einzuordnen, nicht als Pflicht, aber als zulässig. Im Gegensatz dazu stehen Gelehrte wie Sheikh al-Albani, der die Schwäche der Hadithe als zu gravierend einschätzte, um daraus eine empfohlene Handlung abzuleiten. Auch Imam Ahmad ibn Hanbal äußerte sich eher ablehnend, da ihm keine starke Überlieferung zu diesem Brauch bekannt war. Ein wichtiger Aspekt, den viele vergessen. Auch in authentischen Hadithen ist das Berühren des Gesichts mit den Händen erwähnt, wenn auch nicht im Kontext des Dua. So überliefert Al-Bukhari, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam beim Schlafengehen nach dem Rezitieren der Schutzsuren mit seinen Händen über sein Gesicht und seinen Körper strich. Aisha radiallahu anha berichtete, wenn der Prophet zu Bett ging, pustete er in seine Hände, rezitierte Al-Ikhlas, Al-Falaq und An-Nas und strich dann mit den Händen über sein Gesicht und seinen Körper. Das zeigt, diese Bewegung, Hände über das Gesicht, war dem Propheten nicht fremd. Ob daraus eine direkte Verbindung zum Dua geschlossen werden kann, bleibt strittig. Doch es zeigt, dass die Geste in seiner Lebenspraxis vorkam, wenn auch in anderem Kontext. Und hier greifen die Usul al-Hadith, also die Prinzipien der Hadith-Anwendung. Ein zentrales Prinzip lautet, schwache Hadithe dürfen in Fada'il al-Amal, also in freiwilligen, belohnungswürdigen Handlungen, verwendet werden, solange sie keine neue Regel begründen und keine klare Scharia widerlegen. Bedeutet, wer nach dem Dua die Hände über sein Gesicht streicht, darf das tun, wenn er dabei keine Pflicht oder allgemeine Norm daraus ableitet. Entscheidend ist also die innere Haltung. Was ist meine Absicht? Ist es Ausdruck von Demut, Ehrfurcht und Liebe? Oder ist es nur eine leere Tradition, vielleicht sogar Anlass für Streit?
Denn leider geschieht genau das. In manchen Gemeinden wird darüber gestritten, ob Hände überstreichen richtig oder falsch sei. Einige betrachten es als verpflichtend, andere verdammen es als Bid'a. Dabei ist die Wahrheit differenziert. Die Mehrheit der Gelehrten, ob Maliki, Shafi'i oder Hanafi, sagt, es ist erlaubt, aber nicht verpflichtend. Wer es tut, darf es tun. Wer es nicht tut, macht nichts falsch. Ein schöner Vergleich findet sich bei Ibn al-Qayyim rahimahullah. Er sagte sinngemäß, es sei besser, über die Aufrichtigkeit im Dua zu diskutieren, als über die Frage, wie man es beendet. Denn Allah schaut auf das Herz, nicht auf die Geste. Und so schließt sich der Kreis. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith: Wahrlich, euer Herr ist schamhaft und großzügig. Er schämt sich, die Hände seines Dieners leer zurückzuweisen, wenn dieser sie zu ihm erhebt. Überliefert bei Tirmidhi und Abu Dawud. Dieses Bild allein zeigt uns, worauf es wirklich ankommt. Die erhobenen Hände symbolisieren nicht nur eine Form, sie verkörpern ein Bedürfnis, eine Verbindung, ein inneres Drängen zum Herrn der Welten. Ob du sie am Ende über dein Gesicht streichst oder nicht, das Gewicht deines Duas misst sich an der Aufrichtigkeit deines Herzens. Der Islam ist eine Religion der Barmherzigkeit und der Ausgewogenheit. Er gibt dir einen gewissen Raum für Meinungsvielfalt, besonders im Bereich, die keine eindeutige Regelung erfahren haben. Das Händeüberstreichen nach dem Dua gehört genau in diese Kategorie. Es ist keine Pflicht, kein Bid'a, sondern eine Handlung, die unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist. Auch wenn die stärkere Meinung jene ist, die Hände nicht über das Gesicht zu streichen, so lasst uns den Blick nicht verlieren für das Wesentliche, ein aufrichtiges Herz, das Allah sucht. Denn genau das ist es, was zählt und was er erhört. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.